How people with disabilities use digital technology, interaction, navigation, and finding. When content is accessible, people can navigate and find information using different strategies and approaches depending on their preferences, skills, and abilities. Many people with cognitive and learning disabilities rely on clear layout and design to find information on websites and apps. This includes different ways of navigating the content, such as using hierarchical menus as well as search functionality, with visual orientation cues such as using background colors to indicate different parts of the content, using unique headings, and placing relevant information in prominent areas. It's also important to use a consistent and predictable design. While many of these are typically usability aspects that affect people with and without disabilities, these situations often affect people with disabilities to a greater extent. For example, people with low vision who use screen magnification also rely on visual orientation cues to orient themselves and find information on websites and apps. And consistency and predictability helps everyone. For example, people who are blind use screen readers to scan the content structures, such as headings, links, and navigational menus, to get an overview and orient themselves. Websites and apps with clear and consistent headings, labels, and structures make the content more predictable and easier to navigate. In addition, people who are blind rely on mechanisms to skip over blocks of content, such as headings, navigation bars, or menus repeated within websites and apps. They also rely on websites and apps to provide clear instructions and help users identify and correct mistakes, such as incorrect dates, numbers, and other input. In addition, people with physical disabilities rely on consistent labels, which allow browsers to optionally remember previous entries. This speeds up typing because people can select previous entries, for example, names and addresses. You can help make technology accessible to me. Accessibility. It's about people. For more information from the Web Accessibility Initiative on how people with disabilities use digital technology, visit w3.org/wai/people. Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Bugs, Tech-Probleme verstehen und lösen. Was ihr gerade gesehen habt, war ein offizielles Video der Web Accessibility Initiative, kurz WAI. Es ging um Interaktion und Navigation, also darum, wie Menschen mit Behinderung Webseiten und Apps nutzen. Ich finde, in diesem Video waren ein paar interessante Punkte, auf die ich jetzt näher eingehen werde. Im ersten Teil des Videos wurde gesagt, dass die Navigationen logisch aufgebaut sind und dass es klare, saubere Layouts geben muss. Das ist auf jeden Fall für eine Barrierefreiheit sehr, sehr wichtig. Schon bei den Wireframes und bei den Konzepten muss sichergestellt sein, dass die Layouts und auch die Navigation logisch und klar aufgebaut sind. Ansonsten kann es später im nächsten Schritt das Nachrüsten sehr teuer werden. Hier seht ihr jetzt mal ein Beispiel von einer Seite, die wirklich sehr, sehr schlecht ist. Also so sollte man wirklich keine Seiten mehr aufbauen. Ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr alte Seite. Und im Gegenzug, hier ist eine Seite, wo die Navigation oben ist. Wir haben ein Suchfeld, wo man suchen kann. Und wir haben eine klare Seitenstruktur, Überschriften, Navigationsstruktur. Im zweiten Teil des Videos ist das Thema von Screenreader-Nutzern, die halt mit ihrer Software zu den einzelnen Überschriften oder zu den Links springen oder navigieren können. Und das muss halt auch gegeben sein. Das heißt, ihr braucht wirklich eine saubere Struktur der Überschriften oder halt auch die Links, die müssen dementsprechend auch richtig benannt werden. Ich habe dazu auch mal ein Plugin gezeigt in einem anderen Video. Ich verlinke das oben rechts in der Ecke. Dieses Seeding Maps Plugin, das seht ihr jetzt hier auch nochmal. Damit kann man sehr schnell und sehr schön direkt schauen, ob die Seiten auch eine richtige also Überschriftenstruktur haben. Das ist nicht nur gut für die PMs, sondern ich sage auch mal für die Kunden, die selber mal kontrollieren wollen, ob die Seiten, die sie aufgebaut haben, sei es mit dem CMS-System oder mit einem anderen System, ob die Überschriftstruktur richtig ist. Im dritten Teil vom Video ist die Rede von Formularen, also hier auch. Die Formulare müssen alle klare Labels haben, verständliche Fehlermeldungen und halt auch eine Autocomplete-Funktion oder Autofill-Funktion. Das erleichtert nicht nur Menschen mit Behinderungen die Nutzung, sondern beschleunigt auch jeden Checkout-Prozess. Dafür habe ich auch schon mal ein Video gemacht, um diese Sachen zu testen, welche Tools ihr am besten verwenden könnt, um Formulare zu testen. Ich verlinke das auch hier oben rechts in der Ecke oder halt unten in der Videobeschreibung. Und hier seht ihr jetzt auch nochmal ein Beispiel von einem wirklich chaotischen Formular.
Das heißt, da sind keine Labels, da sind nur Platzhalter, die Fehlermeldungen sind nur in Rot und haben keine Erklärung. Und im Gegensatz ein anderes Formular mit sauberen Labels und gültigen Fehlermeldungen. Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Accessibility und gute User Experience gehen einher. Du als Projektmanager solltest schon von Anfang an bei deinen Projekten auf Accessibility achten. Denn wenn du das nicht tust, wird es später umso teurer, um das Ganze nachzurüsten. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, wie du das Video von der WAI fandest. Und ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.